Nach einiger Zeit kannst du dein Smartphone nicht mehr am Strom laden, weil das Kabel nicht mehr drin bleibt. Hi, Servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und ich zeige dir, wie du deine Smartphone-Buchse sauber machst. Also bei mir war es so, dass ich mal in der Arbeit mein Smartphone laden wollte und da ging der USB-C-Stecker nicht mehr ganz rein. Nun gut, ich hatte ja gehört, dass sich da was mit der Zeit reinwurschtelt, habe mir dann eine Büroklammer geschnappt, die ein bisschen platt geklopft mit dem Hammer und habe versucht, was rauszupolen. Das Ergebnis war mäßig. Ich war dann der festen Überzeugung, dass ich dazu rabiat rangegangen bin und die Buchse kaputt gemacht hätte. Also bitte nicht mit einer Büroklammer oder sonstigen metallischen Gegenständen wie Nadel rumstochern. Du kannst dabei die Kontakte, die sich in der Mitte der Buchse befinden, beschädigen oder kurzschließen. Hab mich dann schon nach einem neuen Smartphone umgesehen und irgendwie, ich weiß auch nicht, da bin ich auf die Idee gekommen mit dem Zahnstocher. Also, falls du das gleiche Problem hast, dann gehst du wie folgt vor. Zuerst Smartphone abschalten oder ausschalten. Dann schnappst du dir einen Zahnstocher und ein scharfes Messer. Schneidest seitlich vom Zahnstocher etwas weg, so dass er gut in die USB-C-Buchse zwischen die Kontakte reinpasst. Aber achtest darauf, dass du die Spitze nicht abbrichst oder abschneidest. So, dann kratzt du richtig mit der Spitze auf dem Grund der Buchse, mit Gefühl, also nicht zu stark und nicht zu leicht, bis sich der Staub, der sich da drin angesetzt hat, löst. Der ist richtig fest, weil es ist ja klar, du hast jedes Mal mit dem männlichen Ende des Kabels den Staub richtig fest reingedrückt. Und lass dich nicht täuschen, weil auch wenn du meinst, dass du den Boden siehst von der Buchse, es ist nicht der Boden. Also kratzen, kratzen und dann mit einem kabelgebundenen Staubsauger die Saugleistung auf höchste Stufe stellen, Fugendüse drauf machen und richtig aussaugen. Zusätzlich Lautsprecher und Mikro auch absaugen und am besten mal an alle Löchern, die sich am Smartphone befinden. Einfach alles absaugen. So, dann kannst du das Smartphone wieder einschalten und probieren, ob der Kabel nun drin bleibt. Und voilà, bombenfest. Das Smartphone lädt wieder. Hurra! Yeah. So, das war's dann auch schon. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao.